Und das kannst du eigentlich nur erfahren, oder die spirituelle Praxis dahin ist, wenn du versuchst, dich zu verlieren. Also du versuchst, dich in der Nicht-Dualität zu verlieren. Genauso wie du dich ja auch verlierst in der Dualität. Das ist ja so. Wir denken immer, wir haben uns da, aber wir haben uns ja gar nicht da. Das sind Bilder und Gedanken, wo wir uns eigentlich wieder verlieren. Ja? Aber auch da, das zu erkennen, wo halt nicht verloren werden kann. Das ist so, also eins, was ich sehr vorschlage, das zu erforschen, wann wir uns verlieren und wie wir es schaffen, diesen Sprung von Nicht-Dualität in Dualität. Und das geht nur, wenn wir aufhören, der Beobachter zu sein. Der beobachtet die Nicht-Dualität und der beobachtet die Dualität. Ne? Und deshalb möchte ich eigentlich wie so ein bisschen reinstoßen, einen Meter rein, geh voll in die Dualität und voll in die Nicht-Dualität, ne? Und übe das. Ja. Genauso finde ich das auch mit dem Körper. Man kann auch der Beobachter von seinem Körper sein. Oder man fühlt den Körper. Genau. Ohne das zu beobachten. Ja. Und also das Beobachten zu cutten. Ja, du brauchst das nicht zu beobachten. Ne? Das Fühlen ist einfach da. Ja. Und wenn wir tiefer gehen, also wenn wir merken, wir beobachten, wie wir fühlen, oder wir beobachten, wie, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Körpersession bekomme und ich beobachte, was mein Arm macht oder was da passiert, oder ich fühle das einfach wirklich von innen her. Ich kann das fühlen, wenn da jemand lang streicht, also es ist wie so ein tieferes Fühlen vom Körper, wie so eine tiefere Wahrnehmung. Und die ist ganz anders, als wenn ich das beobachte. Ja, es braucht wie kein Beobachter, um zu fühlen. Ja. Ne? Das Fühlen wird bestehen bleiben. Das Einzige, was rausfällt, wird der Beobachter sein. Ne? Und dadurch kannst du aber das wirkliche Ich erkennen, ne? Was fühlt. Und das würde ich als spirituelle Praxis, würde ich sowas sehr stark empfehlen. Weil wir erschaffen die Dualität, aber wir können genauso die Nicht-Dualität erschaffen. Und es gibt wie so eine Wahrheit, aber es gibt wie so die Natur, also die Natur, deine Natur, die durchscheint. Und die kann halt nicht erschaffen werden oder sich auflösen. Und die ganze spirituelle Praxis, wenn du von Intention redest, geht eigentlich dahin, dass das im Vordergrund kommt. Das, was so unscheinbar ist oder wie so übersehen wird. Es wird eigentlich wie so übersehen. Und du kannst nie da hinschauen, du kannst es nur eigentlich so direkt erfahren. Du kannst es auch nicht beobachten. Nee, du kannst es nicht beobachten. Das geht nicht. Ne? Und deshalb finde ich das so, reinzugehen in eine Nicht-Dualität, sich zu verlieren im Leben und sich zu verlieren in der Dualität, und durch dieses Rein- und Rausgehen offenbart sich deine Natur. Offenbart sich eigentlich deine Natur. Dasselbe passiert halt auch in den Satsang-Retreats, die wir geben. Wir gehen rein und raus. Wir gehen immer rein und raus in die Nicht-Dualität und Dualität und so. Und man setzt sich immer wieder dem Satsang aus, der Nicht-Dualität, und geht vielleicht raus und es bleibt ein bisschen und dann geht man wieder in die Dualität. Aber durch dieses Rein und Raus passiert was. Ja, wir kriegen überhaupt mit, dass es da was gibt. Ja, genau. Ne? Dass man überhaupt rausgehen kann. Ja, ist doch Ganz irre. viele Menschen wissen das gar nicht oder kriegen das gar nicht mit. Nee, und das ist viel besser als der Beobachter. Ja. Ne? Also der Beobachter ist wie so am Anfang irgendwo vielleicht mal interessant, eine andere Position aufzubauen. Ne? Aber der meint, der kann tausende Positionen aufbauen. Tausende, die überhebliche, die unterwürfige, der Opfer, der Täter. Ne? Ganz viele Positionen können wie so aufgebaut werden. Aber ich finde, das Schönste ist, die Position aufzugeben. Dass das möglich ist. Also daran sieht man ja schon, dass wir mehr sein müssen als eine Position. Ne? Wir müssen mehr sein als Bewusstsein. Wir müssen mehr sein als, ich bin jetzt hier. Ja, wenn du nicht hier bist, wo bist du dann? Da ist ja was, wo trotzdem da ist, aber so wie nicht wach ist.
Ne? Das ist das Wort eigentlich Erwachen eigentlich auch noch cool. Ne? Es muss was erwachen. Es muss was aufwachen. Und das geht eigentlich nur mit einem Meter rein. Du musst rein. Also wir können nicht von den Händen meditieren. Weißt du? Wir müssen rein und das hier drin finden. So, genauso. Wir müssen wie in der Dualität merken, dass wir wach sind. Ne? Dass da irgendwas ist, was nicht dual ist. So. Und das, dafür ist eigentlich spirituelle Praxis da. Ja, und wem das zu schwer ist mit diesen, für den empfehle ich immer sehr das Körperliche. Ja, super. Ne? Das ist manchmal einfacher, weil der Körper so greifbar ist. Ja. Ne? Mit dem Mind kann man noch schnell sich selbst verarschen oder sich selbst Tricks austricksen, aber der Körper ist so fühlbar. Und ja, alles, was wir machen mit dem Körper, und selbst wenn es nur ist, im Tram zu stehen und zu fühlen, wie die Füße am Boden sind, aber das alles bringt dich hierher und lässt dich in dem Moment schon tiefer sein als die Dualität oder das Denken. Ja. Und am schönsten ist natürlich Yoga und Körpersessions, weil der Körper sich dann auch so gut anfühlt. Ja? Es ist angenehmer, einen Körper zu fühlen, der relaxt, der loslässt, wo man sich um den Körper kümmert, auch im Sport, im Training, ist es dann angenehm, den zu fühlen, weil er so da ist, so stark auch spürbar. Und ein Körper, der stark verspannt ist oder viele Schmerzen hat, das ist manchmal schwieriger, weil das so unangenehm ist. Das hilft halt schon, wenn du das Lieben lernst, den Körper zu fühlen und das Dasein, das Hiersein. Weil irgendwo ist bei uns im Mind gespeichert, dass wir einen Abstand brauchen zum Leben. Ja. Wir brauchen wie so einen Abstand, um das zu handeln und so. Ne? Und aber indem wir den Abstand generieren, kappen wir auch das Leben. Wir kappen das Leben, dass das Leben uns berühren kann. Ja. Und dass wir das Leben berühren können. Das geht nicht. Das geht nur in der totalen Intimität von Non-Dualität. Berührst du das Leben berührt dich und beides löst sich auf ineinander. Das geht nicht mit Abstand. Du kannst nicht mit Abstand leben. Ja, und den gleichen Abstand erschaffen wir halt mit dem Körper. Ja. Also wir sind hier in dem Mind und kriegen den Körper gar nicht mit. Also wir haben wie so einen Abstand. Und die meisten Leute vielleicht noch bis hier und dann kriegen wir gar nicht viel mit. Und das ist so schön, diesen Abstand aufzulösen und den Körper wirklich zu fühlen. Was fühle ich in mir? Die Lebendigkeit, wie du es gesagt hast, oder so. Ne? Und zu merken, dass ich mehr fühlen kann, dass das Fühlen über mich hinausgeht, dass ich das Leben wirklich wahrnehme und diese Feinfühligkeit wieder zu entwickeln, mit der Fühlebene dem Leben zu begegnen. Das ist auch was mega wertvoll ist und ja, ganz andere Impulse auch auslöst. Ja, das ist wie ein riesen eigener spiritueller Weg. Ne, den Körper und die Gefühle zu erforschen. Ne? Das schlussendlich auch eigentlich ins selbe endet, wie wenn du das Leben erforschst oder wenn du den Mind erforschst. Genau. Die Praxis ist wie auf mehreren Ebenen eigentlich wie so möglich. Ja. So. Und das ist ja schön, dann kann man sich manchmal das aussuchen. Ja, oder man kann alles machen. Ja, oder man macht alles, ja. Ja. Wir haben ja wie auf allen Arten, wie das so erforscht. Ja. Ne? Oder, das gehört auch irgendwie zusammen. Ja, ne? Für uns gehört das zusammen. Und manchmal ist man dem einen näher, wenn gerade viele körperliche Symptome sind oder viele Emotionen, dann ist es manchmal super, sich darum zu kümmern. Aber genauso wichtig ist es, den Mind zu erforschen und die Konzepte. Und, ne? Weil sonst das gehört zusammen. Interessant, wenn ich überlege, wie wir das eigentlich gemacht haben. Wir haben uns auf eine Art für Satsang und Non-Dualität interessiert, ne? Und gleichzeitig aber total die Dualität, also uns, wichtig genommen. Also den Körper, die körperliche Befreiung, das Gefühl, die Gefühle, den Ausdruck von Gefühlen, Interaktion. Ne? Also ich könnte sagen, wir haben eigentlich das Ich genauso erforscht wie eigentlich die Non-Dualität. Ja, weil wir ja auch dieses hatten, wir sind ein Paar
Und wir haben diese Auseinandersetzung, also wir haben diese menschliche Auseinandersetzung, wir haben ein Kind. Ne? Also es sind wirklich so viele Sachen da. Du kannst gar nicht außerhalb vom Leben stehen, das holt dich immer wieder. Also du musst ins Leben gehen. Ne? Und deshalb ist das vielleicht auch bei uns so stark, dass wir das so... Aber deshalb finde ich das schon interessant, wenn du das so eigentlich wie so, das ruhig gleichzeitig machen kannst. Also du musst eigentlich nicht wie erst das gehen oder das. Also wir raten das sogar, ne? Dass man sich mit allem wie beschäftigt. Du kannst dich total ernst nehmen und deine Natur erkennen. Also indem du eigentlich die Dualität bis zur Spitze treibst, ne? Kannst du deine Natur erkennen. Genauso, du kannst dich immer für die Nicht-Dualität interessieren und machen und tun und nie erwachen, weil du irgendwie den Körper und dich nicht ernst nimmst, also nicht wichtig nimmst. Da will sich auch was zeigen. Ne? Und erst wenn man sich rumdreht und plötzlich so sein Leben eigentlich wichtig nimmt, ne? Also sein ganz normales Leben wichtig nimmt, kommt plötzlich eigentlich spirituelle Erfahrung rein und man kann die Spiritualität eigentlich in dieses normale Leben halt reinbringen. Ja, das Schöne ist natürlich, dass jeder Weg sehr individuell ist. Und deshalb ist das so wichtig, diese Praxis. Ne? Weil wir können nicht davon, wir können uns das schon anhören, was andere Leute sagen und uns inspirieren lassen. Aber letztendlich ist mein Weg individuell. Ja. Und deshalb brauche ich eine Praxis. Ich muss das für mich erforschen und für mich erfahren. Ich kann, also das ist so, wir können eigentlich in der Spiritualität nicht so von diesen, Inspirationen bleiben nur kurz. Ja. Eine Praxis bleibt viel, viel länger und du erforschst es für dich selber und erkennst die Wahrheit. Ja, ne? Ja, und das, was du wirklich erforscht hast und realisiert hast, das ist auch wahr für dich, das kann dir keiner nehmen. Also da weißt du einfach, das stimmt, ich habe das selber erfahren. Und das andere habe ich nur gehört oder gelesen. Und gehört und gelesen, es kann immer stimmen oder nicht. Ne? Und du musst wirklich diesen Weg selber gehen. Und und dass das auch Spaß machen kann, das erfahren wir immer wieder. Es ist mega bereichernd und er gibt dem Leben einfach auch Tiefe. Ja, gibt dem Leben Tiefe, ja. Ja, mega schön. Schön. Ja, vielleicht haben wir dich auch ein bisschen inspiriert. Ja. Kannst du jetzt ja auch mal reinschreiben in den Kommentaren, wie deine spirituelle Praxis aussieht oder wie du Erfahrungen damit gemacht hast. Ja. Vielleicht hast du dich in manchem auch wiederfinden können. Ja. Oder auch so, was deine Intention ist. Also es ist manchmal schön, so auch vielleicht unsere Videos zu nehmen, sich so, zu reflektieren. Also manchmal wie zu gucken, wie mache ich denn das? Und dann vielleicht kannst du manches von dem nehmen, was wir sagen. Manches ist vielleicht schon da. Und das macht es wie kompletter oder wieder neu. Ja. Schön. Alles Liebe dir und viel Freude beim Ausprobieren. Tschüss. Tschüss.